Hi, heute ist Dienstag und hier ist der Jazz und heute darf ich mal den Mael vertreten. Und unser Wochenthema heute ist Vor- und Nachteile der Transsexualität. Also ich habe mir Vor- und Nachteile aufgeschrieben, dass ich das besser behalten kann. Und das ist ja alles aus meiner persönlichen Sicht. Und ich möchte als erstes mal mit den Vorteilen anfangen. Also, wenn man weiß, dass man transsexuell ist, dann fängt man normalerweise an, diesen Transweg zu gehen, und der Vorteil davon ist, während man diesen Transweg geht, aus meiner Sicht ist es halt so, dass man erwachsener und reifer wird, da man einfach viele Hürden auf sich nehmen muss, dass man Sachen mit Ämtern klären muss, und ja, man muss ja halt auch den Alltagstest machen und da muss man sich ja auch den Alltagsleben stellen und so weiter und so fort. Und ja, des Weiteren wird man einfach auch offener für andere Sachen, weil man das Leben ja aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Genau. Und man muss ja halt auch für alles kämpfen auf dem Transweg, und das macht einen ja schon aus meiner Sicht erwachsener. Ja, und außerdem ist mir noch eingefallen, was bei mir so persönlich ist, dass halt auch eventuell neue Hobbys halt dass man neue Hobbys entwickelt. Also bei mir ist es so, zum Beispiel, also ich habe jetzt angefangen Skateboard zu lernen, weil ich das einfach mal wollte, aber so davor hätte ich es eigentlich nie gemacht. Und ja, und ich habe jetzt angefangen halt Muskelaufbautraining zu machen. Damals habe ich das zwar auch schon mal angefangen, aber ich hatte nie so den Elan, da jetzt weiterzumachen, und jetzt habe ich wirklich auch richtig Elan dazu, Muskelaufbautraining zu machen. Und des Weiteren will ich vielleicht auch mal Fußball spielen oder sowas. Das kann man dann halt auch viel besser, wenn man vielleicht dann auf Teste bekommt, weil auch die Leistung einfach gesteigert wird, und vielleicht macht es mir dann auch noch viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt so das machen würde. Ja, des Weiteren, wenn man dann die Transition gegangen ist, dann kann man halt auch seine wirklichen Träume und Wünsche in seinem neuen Körper halt auch verwirklichen. Also aus der Ansicht, also als Mann leben, eine Familie gründen, als Familienvater leben und so weiter und so fort. Das sind zum Beispiel Wünsche und Träume, die bei mir so sind. Des Weiteren lernt man natürlich auch auf der Transition neue Leute kennen, die einen vielleicht auch unterstützen und helfen und mit denen man sich halt auch befreundet. Zum Beispiel, ich mache jetzt ja Videos für German Trans Boys, und also die sind alle voll nett. Und da lernt man halt auch andere Leute kennen, mit denen man sich halt auch austauschen kann, und das ist echt super. Ja, das sind erstmal meine Vorteile. Und die Nachteile der Transsexualität ist so, wenn man halt weiß, dass man transsexuell ist, dann muss man sich outen, um auch die Transition zu meistern. Und da ist es halt nicht immer einfach, sich zu outen. Man tut ewig lange überlegen, ob das richtig oder falsch ist und wem man das als erstes sagt. Und also es ist nicht bei jedem so, aber bei mir. Und die einen fassen es gut auf, also der größte Teil hat es bei mir gut aufgefasst. Und auf der anderen Seite, die Leute, wo man sich's wünscht, fassen es dann nicht so gut auf. Das ist dann schwierig, man muss immer überlegen, mache ich das jetzt oder nicht? Wird mir das jetzt einen Nachteil bringen oder nicht? Akzeptieren die Leute das oder kommen irgendwelche blöden Sprüche dabei rum? Das weiß man nicht, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber das ist auch meistens nicht nur bei Transmännern so ist und Transfrauen, sondern auch bei jeden Outings, die man hat. Egal in welchem Sinne, das ist halt schwierig. Ja, und ein anderer Nachteil ist natürlich, dass diese Transition halt
sie ist schwierig und ist auch, dauert auch lange und da kommen halt auch immer so Einbrüche, weil es vielleicht gerade nicht so schnell geht, wie man sich gerade wünscht, dass man vielleicht noch länger auf die erste Testospritze warten muss oder dass vielleicht die Krankenkasse gerade was nicht genehmigt hat und dass man sich da wiederum streiten muss. Also das ist auch ein großer Nachteil. Bei den einen funktioniert es besser, bei den anderen funktioniert es schlechter. Dann habe ich mal Jobs aufgeschrieben mit einem Fragezeichen. Also wenn man halt schon in Transition ist und Hormone nimmt, dann ist es eigentlich, ich meine, aus meiner Sicht egal für den Arbeitgeber, solange man aussieht, wie man aussehen möchte, wie ein Mann, dann ist es eigentlich für die anderen Personen, wenn die auch nichts davon wissen, ist es ja eigentlich auch nicht schlimm. Aber wenn vielleicht gerade noch nicht auf Testo ist, ja, dann ist das so eine Sache, dann fragen die Leute halt nach und dann musst du denen das sagen und dann kommt halt auch wieder diese Sache mit dem Outing, wie nehmen die Leute das auf und dann auf der einen Seite, vielleicht in einem Jobbereich geht's besser und an den anderen vielleicht schlechter. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich mich halt noch nicht geoutet habe da. Noch ein anderer Nachteil ist, wenn jemand halt leibliche Kinder haben will, dass das halt nicht geht. Das ist ein Nachteil. Vielleicht leiden die einen darunter, die anderen nicht so, aber es ist halt ein Nachteil, das geht einfach nicht. Aber heutzutage gibt es ja die modernste Technik, künstliche Befruchtung und so weiter. Ich glaube, wenn es um die Liebe des Kindes geht und so weiter und so fort, dann ist das eigentlich ganz egal. Ja, und dann Thema Operation. Ja, bei den Operationen ist halt so, natürlich gibt's halt ein gutes Lebensgefühl und die will jeder machen. Nur manchmal sind halt die einen noch unzufrieden mit dem Ergebnis. Die Narben verheilen nicht gescheit oder die sind halt noch zu groß oder man muss halt nochmal eine Korrektur-OP machen und die hat dann auch nichts gebracht. Das ist aber schwierig, kommt halt immer auf den Operateur an und welche Schnitte man machen muss und so weiter. Das kann man ja dann auch in der Zukunft nicht sagen. Genau. Aber das ist halt auch ein Nachteil. Und was bei mir natürlich, bestimmt bei vielen anderen so ist, dass man sich während der Transition halt in so einer Zwischenwelt befindet. Man ist nicht das und man ist nicht das und wenn dann immer wieder noch irgendjemand kommt und dann sagt, ja, also dein alten Namen, dann denkst du wieder, oh super, das ist halt nicht so schön, man fühlt sich halt immer in zwei Geschlechtern und das ist dann echt scheiße. Das ist so mein größter Nachteil, weil ich auf der einen Seite schon geoutet bin und meine Familie nennt mich halt immer noch so und das regt mich halt auf und das ist mein größter Nachteil, der mich manchmal echt runterzieht und traurig macht. Und dann habe ich mal so ein Fazit geschlossen aus den Vor- und Nachteilen, so für mich. Und also momentan hat der Transweg ja eigentlich mehr Vorteile als Nachteile, ne? Und wenn man halt diesen Transweg gegangen ist, aus meiner Sicht ist es dann so, dass sich auch viele Nachteile einfach in Luft auslösen. Ja, das mit dem Outing, das wird sich wahrscheinlich nie in Luft auslösen, weil man ja halt ein Transmann ist. Es kommt aber auch auf jede Person an, ob man die Person, die man neu kennenlernt, dann sagt, ja, ich bin ein Transmann oder man lässt es einfach. Es kommt halt immer drauf an. Und dass man halt vielleicht erschöpft ist, weil alles nicht so schnell geht. Das ist ja eh dann weg, weil man dann diesen Weg gegangen ist und man fühlt sich halt dann in dem Körper wohl, den man hat. Ja, das mit den Jobs. Da fragt dann auch da fällt auch kein Hahn mehr nach. Nur das halt mit den leiblichen Kindern, das bleibt dann noch. Und das mit den Operationen, das weiß niemand so genau. Ja, letztendlich hat die Transsexualität natürlich Vor- und Nachteile, weil die anderen dann weggehen, wenn man halt die Transition beendet hat. Genau. Also das war jetzt
das, was ich so persönlich von mir sagen kann momentan. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.